Hi, meine Freunde, ich bin der GamepadHero und das ist Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir sollten wieder mit dem Herrn hier reden, den wir festgenommen haben. Der Hauptverdächtige in unserem Fall, der schwarze Peter. Deswegen reden wir mit John Nelligan und versuchen irgendwas rauszufinden, was vielleicht wichtig sein könnte. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Okay. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Okay, dann schauen wir mal unsere Logbücher an. Das Schiffslogbuch für das Jahr 1883 könnte Licht in das Dunkel hinsichtlich der Verbindung zwischen Peter Carey und Nelligans Vater bringen. Das Logbuch, haben wir das hier irgendwo oder müssen wir dafür irgendwo hin? Das ist es doch, oder? Ja, genau. Hier haben wir die Logbücher. Ach, nee. Okay, wir müssen wieder... Nee, falsch. Wir sollten wieder zu Woodman's Lee und uns doch mal die Logbücher angucken, und zwar aus dem Jahre 1883, um zu gucken, ob da irgendwas Wichtiges drinstehen könnte zu eben dem Fall zwischen Joshua Nelligan und Peter Carey vielleicht. Ob da irgendwelche Gemeinsamkeiten vorhanden sind oder sowas. Das wird sich dann kurzfristig rausstellen müssen, wenn wir dann mal angekommen sind. Was jetzt der Fall ist. So. Dann joggen wir mal ganz geschwind hier hin. Und gucken uns die Logbücher an. Die haben wir hier. 1883. That's the one I need. So, das schauen wir uns jetzt mal an. This is the crew list of the Sea Unicorn. Ja, Peter Carey. Crew list of the Sea Unicorn. Peter Carey war also der Kapitän. Log wichtig. notes for June. Nothing unusual. Leichte Brise, bla bla bla. Mittelmeerwind, leicht drehender Wind, starker Wind. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Log notes for Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Okay. Okay, das ist sehr komplex jetzt. Also gucken wir uns die Besatzung. Wo finden wir die denn? Wiggins könnte bei der Suche nach der Besatzung der Sea Unicorn helfen. Er müsste irgendwo in der Baker Street sein. Dann gehen wir jetzt direkt mal weiter in die Baker Street. Haben hier aber noch mal eben den Wertpapierfetzen. Dann schauen wir mal, ob wir in der Baker Street irgendwas Wichtiges oder ob er irgendwie helfen kann.
Bin gespannt, wie man da jetzt den Zusammenhang finden soll zu dem Mord von Peter Carey und dem Verschwinden. Also es könnte also natürlich auch sein, dass jetzt nicht der Sohn schuld ist, sondern eben sein Vater, der sich dann abgesetzt hat nach Norwegen oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich, dass der Vater momentan so eher verdächtigt wird. Oder der Partner von ihm, vom Vater. Ich bin mir nicht sicher. Also ich schätze, es ist entweder der Vater, der Partner oder der Sohn. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Okay. Ja. Können wir denn jetzt... Nee, hä? Oh. Hallo. Das wollte ich nicht unbedingt sehen. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Gut, scheinbar haben die Kinder gute Arbeit geleistet. Lestrade könnte neue Informationen haben. Dann gehen wir am besten auch direkt mal zu Scotland Yard. Also wir reisen hier gerade ziemlich viel hin und her. Vom einen Ort zum nächsten, Logbücher holen, Besatzungen abchecken und jetzt wieder zu Scotland Yard. Jetzt waren wir bei allen 3 Orten. Ganz schnell, ganz kurz. Für ein paar Infos. Ob das jetzt öfter so sein wird, dass wir so viel hin und her reisen müssen und immer wieder diese Zwischensequenz hier sehen, weiß ich jetzt nicht, aber naja. Mal gucken, was der liebe Herr Lestrade zu sagen hat. Ich bin da mal gespannt, was er uns erzählen möchte. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Scheint ihn ja unfassbar zu begeistern. Aber dieser Hurtley, ich glaube, der steht sogar
Lime Hurtley. Ich glaube, das steht sogar in den Büchern, in den Besatzungsbüchern. Können wir die angucken? Ne, können wir nicht, aber auf jeden Fall steht der, glaube ich, da drin. Das habe ich, glaube ich, gesehen. Aber das werden wir jetzt gleich erstmal noch sehen. Hier haben wir erstmal Nelligans Gegenstände und Hurtleys Gegenstände, die wir uns anschauen. These are the suspect's belongings. Schuhe. Größe. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. 9,5 ist nicht 9, deswegen könnte er deswegen vielleicht schon ausscheiden. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. Okay. Ja. Gucken wir noch mal kurz in die Aufgaben. Untersuchen Sie den Mord. John Halligan. Führen Sie den Verdächtigen. Gut. Dann müssen wir nachher wahrscheinlich wieder zurück ins Büro, um... Ah, hier ist jetzt keiner. Ah, hier haben wir den. Liam Hurtley. Please escort this suspect for interrogation. Schauen wir Allow uns me to dazu. introduce myself. Quatschen My hat. name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. So, checken wir erstmal die Persönlichkeit hier. Was haben wir denn hier schönes? Ohren, Augen, eine Mütze. Irgendwas im Gesicht? Nee. Ah, eine Narbe. Eine alte Narbe. Das heißt, die ist nicht mehr neu. Ah, was haben wir denn hier? Taschentuch mit Haubenmeise. Dreckige Klamotten, Pflanzenreste. Es könnte also der Gärtner sein. Oder irgendwas mit dem Garten zu tun haben. Also vielleicht ist er wirklich irgendwie Gärtner oder sowas. Hände eines Gärtners. Ja, ich bin so unfassbar gut. That's all for now. Eben, jetzt müssen wir nochmal zurück zu Scotland Yard, nee, zur Baker Street und um dann eben den Brief dann nochmal zu enthüllen oder sowas. Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge, während ich in der Baker Street fahre, sehen wir uns dann eben in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.